Wir träumten von einem Sommer, der nie endet, und einem Winter, der nie beginnt. Doch Jahreszeiten sind keine Gäste, die höflich an unsere Tür klopfen. Sie stürmen hinein, unaufhaltsam und unerbittlich. Weder können wir ihre Ankunft verhindern, noch vor ihnen fliehen. Früher oder später werden die Bäume kahl, die Tage kurz und die Sonne schrumpft zu einem fahlen Lichtstreif am Horizont. In der Welt da draußen und in der Welt in uns. Unterwegs, mit Fahrrad und Zelt quer durch Europa, ohne feste Route auf unbestimmte Zeit. In den letzten Monaten trieben wir Richtung Süden wie ein Fluss Richtung Meer und horteten einen Vorrat an kaminwarmen Erinnerungen. Wir trafen Menschen, die uns in ihr Leben ließen und unseres bereicherten. Wir schmeckten die bittersüße Frucht der Freiheit und tauchten ein in eine Welt so bunt wie das Gewand eines Waldes im Herbst. 500 Kilometer radelten wir durch Deutschland und lernten das Land, das wir zu Hause nennen, neu kennen. In seiner Schönheit, seiner Widersprüchlichkeit, seiner Zerrissenheit und seiner Einigkeit. Und ausgerechnet in dem Moment, in dem wir uns unserer Heimat am nächsten fühlten, verabschiedeten wir uns von ihr Richtung Schweiz. Wir durchstreiften das Dach Europas von Nord nach Süd und überquerten dabei auch die Alpen, beladen mit 35 Kilo Gepäck, ohne Erfahrung, mitten im Herbst, den Winter im Nacken, als sei er ein hungriger Wolf. Je weiter wir Richtung Himmel fuhren, desto näher kamen wir der Hölle in uns. Doch gerade deshalb wuchsen wir oben in den Bergen über uns hinaus und näher zusammen, als Freunde und als Paar. Von schneebedeckten Gipfeln ging es zu sonnigen Stränden, in die Karibik Italiens, quer durch Sardinien, auf einen Tanz mit den letzten Sommertagen des Jahres. Doch nun, da sich eine eisige Decke unaufhaltsam über Europa ausbreitet, stehen wir an einem Scheideweg. So wie wir es immer tun, wenn die kalte Jahreszeit offenlegt, was die warme verborgen hielt. Vor ziemlich genau einem Jahr entschieden wir, unser geregeltes Leben in Deutschland aufzugeben und uns in dieses Abenteuer auf 2 Rädern zu stürzen. Wird auch dieser Winter unser Leben abermals auf den Kopf stellen? So, wir haben jetzt Sardinien verlassen. Wir sind heute Morgen mit der Fähre aufgebrochen. Um 4:30 Uhr hat der Wecker geklingelt bei uns. Das war auf jeden Fall sehr, sehr früh. Ja, wir sind mittlerweile auf Korsika angekommen. Hier bleiben wir aber nicht. Wir haben jetzt hier ein bisschen Aufenthalt im Hafen. Und dann geht es dann demnächst weiter. Und ja, wird auf jeden Fall eine lange Fahrt noch. Wie geht's dir so? Ja, die Fahrt hierher war ja ein bisschen holprig. Der Wellengang war ziemlich stark, aber uns wurde zum Glück nicht schlecht. Wir sind ja wir werden sehr schnell seekrank. Und ansonsten, ja, ist eine gewisse Unruhe ist in einem drin. Wir sind gerade ein bisschen planlos, um ehrlich zu sein. Vor allem, weil wir auch für die Zeit nach Weihnachten nicht so genau wissen, was wir machen sollen. In den Wintermonaten, in den kalten Wintermonaten. Ja, deshalb heißt es wohl in den nächsten Tagen so ein bisschen zu planen und uns mal Gedanken zu machen. Ja, wir haben uns ja schon Gedanken gemacht, aber jetzt muss man wirklich ins Detail gehen und die Vor- und Nachteile von allem abwägen. Genau. Ja. Aber ist ja auch immer schön sowas eigentlich. Macht ja auch ein bisschen Spaß. Das Kapitel Sardinien ist jetzt abgehakt vorerst. Ich will auf jeden Fall irgendwann wieder auf die Insel zurück. Ja, wir haben ja bei weitem nicht alles gesehen. Mir ist das sehr, sehr gut gefallen. Man wird dann auch ein bisschen immer sentimental, wenn man einen Ort verlässt, wo man sich wohlgefühlt hat. Ja, voll. Ja, willst du gleich mal wieder ins Reisetagebuch reinschreiben? Ja, ist, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, jetzt reinzuschreiben, ne? Weil alles so frisch ist und man jetzt hier das Kapitel beendet und reflektieren, was so passiert ist. Ja,
Falls ihr euch fragt, worüber wir reden, wir haben in Zusammenarbeit mit dem Eulogia Verlag ein Reisetagebuch entworfen. Es soll uns und auch euch die Möglichkeit geben, eigene Reiseerlebnisse zu reflektieren. Ja, fernab von Social Media, ganz oldschool, nur für einen selbst. Und ja, das Reisetagebuch ist ab dem 29. November im Handel erhältlich, überall dort, wo es Bücher gibt, also sprich auch bei Thalia oder Amazon. Wenn ihr auf der Suche nach einem schönen Reisetagebuch seid oder uns einfach nur unterstützen möchtet oder vielleicht noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk seid, dann können wir euch das nur ans Herz legen. Wir haben da sehr viel Arbeit reingesteckt. Bitte sehr. Es ist Zeit, jetzt reinzuschreiben. Ich freue mich. Ich freue mich jedes Mal. Das Ende einer Reise gleicht dem Beginn eines Winters. Beides zwingt uns, innezuhalten, zurückzublicken auf das, was war und Raum zu schaffen für das, was kommt. Genau dabei hilft mir dieses Buch. Was siehst du, wenn du dich umschaust? Den Hafen von Ajaccio, der Hauptstadt Korsikas, Napoleons Geburtsort. Pastellfarbene Fassaden lehnen sich an zerklüftete Berge, als suchten sie Schutz vor der rauen Küste. Vor mir türkisblaues Wasser, in dem Fischerboote zum goldenen Licht der untergehenden Sonne tanzen. Was hat dich zu dieser Reise inspiriert? Ein verregneter Septemberabend, irgendwo in den nebligen Hügeln Norditaliens. Wir kauerten auf der Veranda einer kalten Holzhütte, während dunkle Wolken den Horizont verschlangen. Es fühlte sich an, als ginge dieser Tage im ganzen Mittelmeerraum die Welt unter, außer auf Sardinien. Die Insel erschien wie ein Leuchtturm in der Dunkelheit, der uns zu sich rief. Und wir folgten ihrem Ruf. In welchem Moment hast du dich frei gefühlt? Es war unser letzter warmer Tag auf der Insel. Das Zelt stand direkt am Meer. Kein Mensch weit und breit. Kein Handyempfang. Nur wir, barfuß im Gras, während die Abendsonne den Himmel in Rosa tauchte. Die Wellen sangen für uns und unsere Herzen tanzten. In diesem Moment schien die Welt stillzustehen, nur für uns. Was hat dich belastet? Die Frage, wie es weitergeht. Nicht zu wissen, was nach Sardinien auf uns wartet. Eigentlich wollten wir Mitte November die Fähre nach Barcelona nehmen, um dann weiter Richtung Süden zu radeln und vielleicht auf den Kanaren oder in Marokko zu überwintern. Aber irgendwie fühlt sich das nicht mehr richtig an, nachdem weite Teile der spanischen Mittelmeerküste von einer Jahrhundertflut heimgesucht wurden. Also mussten wir umplanen und tun das bis jetzt. Was nimmst du von dieser Reise mit? Dass Pläne flüchtig sind wie Fußspuren im Sand und dass sich echte Freiheit unserer Kontrolle entzieht. Manchmal fühle ich mich auf dieser Reise wie Elsa Dutton in 1883 und folgendes Zitat aus der Serie lässt mich nicht mehr los. Freiheit reitet wild über ungezähmtes Land, nicht ahnend, dass es einen Moment gibt, der über den hinausgeht, den wir gerade leben.
Bist du sehr müde? Bisschen geschlaucht, ja. Ja, ich auch. Meine Augen tun weh. Ja, es war eine lange Fahrt. Ja. Mittelmeerkreuzfahrt. Ja, wir sind jetzt in Toulon in Südfrankreich an der Côte d'Azur und werden die Côte d'Azur auch erstmal beradeln. Also wir haben vor, ja, die Küste entlang Richtung Osten zu fahren in den nächsten Tagen. Wir befinden uns in einer Art Sackgasse. In einer privilegierten Sackgasse. Ja, das kann man schon sagen, ja. Luxusprobleme. Ja. Aber ich glaube, jeder, der schon mal länger gereist ist, kennt es auch irgendwie. Ja. Wir hatten das immer wieder, dass so nach 2-3 Monaten konstantem Reisen sich so eine Art Wurm eingeschlichen hat, dass man irgendwie wieder planen musste, wie es weitergeht. Ja, und vor allem hat man ja auch immer so als Reisender immer recht viele Optionen und wir hinterfragen dann auch immer, ob man jetzt die richtige Entscheidung getroffen hat. Gerade wenn man sich an einem Ort wie Sardinien jetzt so wohlgefühlt hat, ist es bei uns jetzt gerade so das Gefühl so, okay, hätten wir vielleicht doch länger da bleiben sollen. Das Ding ist halt, wir möchten gerne unsere Familien über Weihnachten besuchen, möchten also dementsprechend nach Deutschland, wollen aber nicht fliegen und haben halt jetzt so ein bisschen auch das Problem, dass wir uns überlegen müssen, lassen wir unsere Fahrräder irgendwo hier, nehmen wir sie mit, was machen wir denn danach eigentlich, weil im Januar ist es eigentlich in der Region, in der wir uns jetzt gerade befinden, für uns persönlich zu kalt. Das war ja auch von uns ein bisschen das Ziel, dem Winter zu entfliehen. Und jetzt hat das nur so semi-optimal hingehauen. Muss man jetzt alles gucken. Wir haben halt viel zu planen jetzt. Aber ganz ehrlich, das ist halt die Unabhängigkeit und die Freiheit auch gewissermaßen, die wir uns ja auch gewünscht haben. Und deshalb ist es, wie gesagt, nur ein Luxusproblem. Aber manchmal nerven auch Luxusprobleme. Aber ja, wir werden schon eine Lösung finden. Ja. Ne? Immer wenn der Winter die Welt in Grau taucht, scheint er auch Eugen seine Farben zu entziehen. Letztes Jahr war es besonders schlimm. Es war unser erster Winter in Deutschland nach 5 Jahren Weltreise. Und Winter in Berlin ist ohnehin eine Nummer für sich. Doch als die Tage kürzer und die Nächte länger wurden, glich Eugen zunehmend einer Blume, die unter der frostigen Last ihrer Blüten schließt. 10 Tage vor Weihnachten litt er unter den ersten Panikattacken seines Lebens. Natürlich kamen da mehrere Faktoren zusammen. Natürlich lässt sich das nicht nur auf die Jahreszeit schieben. Aber die Dunkelheit drohte ihn diesmal vollständig zu verschlucken. Ich fühlte mich hilflos. Ich konnte nichts tun, außer ihm beizustehen. Und zu hoffen, dass er einen Weg aus diesem Loch findet und nie wieder dorthin zurückfällt. Nun aber erwartet uns ein weiterer Winter. Und ich mache mir Sorgen. Annas kältester Winter war ein Sommer in Australien und ihr wärmster Sommer ein Winter in Deutschland. Die Jahreszeiten wohnen in ihr, nicht im Außen. Sie liebt den Winter auf eine Art, die ich beneide. Mit kindlicher Begeisterung, wie ein kleines Mädchen den Schnee. Während andere die Dunkelheit fürchten, findet sie Ruhe in ihr. Sie liebt ihre Geborgenheit, ihre Gemütlichkeit, all das, was auf unseren Reisen oftmals fehlt. Der Winter ist ihr Freund, nicht ihr Feind. Sie könnte tagelang eingemurmelt in einer warmen Decke auf der Couch liegen, Harry Potter schauen und wäre glücklich. Letztes Jahr hat sie sich so sehr genau darauf gefreut. Und ich habe ihr diese Freude genommen. Ich brachte Unruhe und warf einen Schatten über unser beider Tage. Sie hat sich nie beklagt, aber ich weiß, wie sehr sie darunter litt. Deshalb muss es in diesem Jahr anders laufen.
Ich möchte ihr den Raum geben, den sie braucht, um den Winter so zu erleben, wie sie es sich wünscht. Als warmen Kerzenschein. Und den können wir nicht entzünden, wenn wir durch kalte, feuchte, dunkle Tage mit Fahrrad und Zelt Europa bereisen. Zumindest die Weihnachtszeit werden wir also in Deutschland verbringen. Das bin ich Anna schuldig. Was danach kommt? Diese Frage hing seit Wochen über uns wie ein grauer Nebel. Doch am Ende fanden wir, was wir immer finden. Eine Lösung. Ich bin unendlich dankbar, Anna an meiner Seite zu haben. Denn in ihr habe ich ohnehin das gefunden, wovon ich immer träumte. Einen Sommer, der nie endet. Und einen Winter, der nie beginnt. Wir sind schon verschieden auch. Ja, normal sind wir verschieden. Komplett eigentlich. Weil es war ja auch oft so auf unserer langen Weltreise, dass immer wenn du durchgedreht bist, habe ich die Ruhe bewahrt und immer wenn ich durchgedreht bin, hast du die Ruhe bewahrt, so dass wir uns da mal ausgeglichen haben. Ja. Ja, es sind halt, glaube ich, auch unterschiedliche Dinge bei uns beiden, die uns aus der Ruhe bringen. Ja. Und deswegen ist es auch gut, dass dann die andere Person sich nicht von denselben Dingen aus der Ruhe bringen lässt. Und es ist halt auch krass, dass wir trotz unserer Unterschiede trotzdem immer irgendwie auf einen Nenner kommen, mit dem wir beide leben können. Ja, weißt du? auf jeden. So. Ja. Das wäre das Reisen halt zusammen nicht so lange möglich, glaube ich. Ja, ich glaube nicht nur das Reisen. Ja. Sonst hätten wir es, glaube ich, nicht 9 Jahre miteinander ausgehalten. Ja, das stimmt vielleicht. 9,5 schon. Ja. Nächstes Jahr großes Jubiläum. Ja. Und wenn alles nach unserem neuen Plan verläuft, wissen wir ja sogar, wo wir dann an unserem 10-jährigen Jubiläum sein werden. Höchstwahrscheinlich. Aber ja, Pläne ändern sich ja auch immer schnell. Ja, wollte ich gerade sagen. Oder gerade beim Reisen. Ich glaube, beim Reisen ist es im Allgemeinen so. Ich glaube, jeder kennt das auch, der länger reist. Ja, weil sich ja Bedürfnisse auch während einer Reise auch immer ändern. Ja. Und gewisse Dinge, Prioritäten sich auch neu justieren. Und das, worauf man gerade Lust hat und sich auch die Gefühlslage ja auch verändert. Mhm. Und wie bei uns jetzt auch das Wetter. Deswegen ist es auch gut. Ich glaube nicht nur beim Reisen, sondern im Leben allgemein eine gewisse Flexibilität sich zu bewahren. Und Anpassungsfähigkeit, ne? Genau. Trotzdem sich auch immer noch anzupassen und nicht irgendwie nach jedem Down sofort aufgeben zu wollen. Sondern manchmal sollte man halt auch Pläne durchziehen und nicht immer alles über Bord werfen, weil das bringt dann keine Kontinuität rein. Ja, das stimmt. Das stimmt. Halt. Ist immer so ein schmaler Grat, auf dem man sich bewegt. Ja, ist auch schwierig, da so ein Gleichgewicht zu finden. Ja. Aber ich glaube, letztlich geht es trotzdem auch darum, dass man sich wohlfühlt mit seiner Entscheidung. Und ich glaube, wenn man sich mit einem gewissen Weg nicht so recht arrangieren will oder kann, dann ist es auch nicht verkehrt, abzubiegen und einen anderen Pfad zu bestreiten. Ja. Aber ja, das klingt jetzt so mysteriös. Also wir brechen jetzt nicht unsere Fahrradreise ab. Nicht?